Hallo liebe Freunde, ich freue mich, euch auch heute wieder zu einer Wanderung in meiner Heimat im Erzgebirge mitnehmen zu dürfen. Heute sind wir unterwegs im Flöhatal ab Hohenfichte und ich verspreche euch, es wird eine wunderschöne Wanderung, aber diesmal auch verbunden mit ganz viel Historie und Geschichten. Besonders danken möchte ich an dieser Stelle der Gemeinde Leubsdorf in Sachsen, besonders der Frau Weiß, dem Bildverlag Thomas Böttger und Herrn Frank Drechsel, die mir viele schöne historische Aufnahmen für diesen Film zur Verfügung gestellt haben. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß daran. Zunächst fahren wir mit dem Zug von Chemnitz auf unserer Flöhatalbahn nach Hohenfichte und laufen knapp 600 Meter zum Ausgangspunkt der Wanderung. Wer das Auto bevorzugt, direkt an der Brücke gibt es auch Parkmöglichkeiten. Dann endlich stehen wir vor ihr, der bekannten und schönen überdachten Holzbrücke in Hohenfichte. Im letzten Jahr hatte ich sie euch bei unserer Wanderung ab Hetzdorf ja bereits versprochen und auf dem Weihnachtsspaziergang im Flöhatal 2019 waren wir ebenfalls auf dieser Route gemeinsam unterwegs. Ich finde diese Brücke immer wieder aufs Neue imposant und faszinierend. Im jetzigen Zustand wurde sie 1832 neu errichtet, hatte aber bereits zwei Vorgängerinnen. Die älteste aus dem Jahr 1602. Dass alles Geld kostet, ist keine Erfindung unserer neuen Zeit. Auch damals durfte man überall zahlen. Zwar hieß es dazumal noch nicht Maut, das Prinzip war jedoch das gleiche. Beim Benutzen der Brücke war Geleitgeld zu zahlen, wofür 1786 sogar ein separates Brückenzollhaus errichtet wurde. Doch genug der Theorie, machen wir uns jetzt auf den knapp 12 Kilometer langen Weg. Keine Sorge, wem das zu viel ist, der braucht keinen Schreck bekommen. Es besteht die Möglichkeit, diese Tour problemlos auf die Hälfte zu kürzen. Später mehr dazu. Wir benutzen den rot markierten Weg direkt am Fluss entlang und können die Seele entspannt baumeln lassen. Denn die himmlische Ruhe ist das Highlight hier in unserem Flöhatal. Die meisten Straßen führen nämlich außen über die Berge und das Flusstal teilen wir uns lediglich mit der Eisenbahn. Die Flöha gehört zwar zu den weniger bekannten Flüssen und dennoch ist sie wunderschön, eben eine unbekannte Schönheit. Und wie ihr sehen könnt, selbst die Biber scheinen das zu wissen und haben sich hier schon sehen lassen und beginnen sich anzusiedeln. Die Unwetterschäden der letzten Jahre, es gab sehr viel Wind und Schneebruch, sind zum Glück beräumt. Dennoch sind die Spuren noch sehr deutlich zu erkennen. Auf unserem Weg finden wir mehrmals Ausschilderungen aus dem Flöhatal hinaus in Richtung Hartfelsen. Die zweite davon, auf die wir stoßen, würde ich euch, wenn ihr euch fit fühlt, ans Herz legen, hochzugehen. Denn man muss wirklich ein Stück nach oben kraxeln. Aber es lohnt sich und wir werden mit einem sehr schönen Blick auf die Krone unseres Erzgebirges belohnt, auf die Augustusburg. Nachdem wir uns satt gesehen haben, laufen wir zurück in unser Flöhatal. Die Unwetterschäden erwähnte ich ja bereits. Inzwischen hat der Forst alles beräumt, aber mit der wohl größtmöglichen Technik. Darunter haben die Wege teilweise sehr gelitten. Wo früher schmale Waldwege waren, sind heute breite Fahrspuren. Sehr schade. Nach regnerischen Tagen staut sich das Wasser und der eigentliche Weg ist nicht mehr begehbar. Aber keine Angst, inzwischen gibt es in diesem Bereich eine Alternative.
Viele Wanderer vor euch haben hier den ausgeschriebenen Wanderweg verlassen und direkt am Fluss einen neuen Pfad getreten. Schaut einfach, wie die Beschaffenheit vor Ort ist und entscheidet zwischen diesen beiden Versionen. Schließlich erreichen wir diese schöne Eisenbahnbrücke. Und wer ganz genau hinschaut, dem wird etwas auffallen. Die Brücken unserer Flöatalbahn wurden tatsächlich so gebaut, dass ein zweigleisiger Ausbau möglich gewesen wäre. Da fragt sich das Herz des heimatverliebten Eisenbahners, was hätte aus dieser Strecke für eine Magistrale werden können. Unmittelbar danach sehen wir den nächsten Ort. Rechts liegt Schellenberg mit seinem Olymp, einen kleinen, aber schönen Aussichtspunkt über dem Flöhatal. Kurz darauf die ehemalige Baumwollspinnerei Schellenberg. Wie so viele andere Betriebe im Osten überlebte sie die sogenannte Wende nicht. Heute beherbergt dieser Komplex eine Farm mit Lamas, Kamelen und anderen Tieren. Noch wenige Meter und wir erreichen Leubsdorf. An der Straße angekommen haben wir die vorhin versprochene Möglichkeit der Abkürzung, nämlich über die Straßenbrücke nach rechts. Und vielleicht wollt ihr inzwischen auf eure Freunde, welche den ganzen Weg laufen, warten? Neuerdings hat die Höllmühle auf der anderen Flussseite sporadisch wieder geöffnet. Erkundigt euch aber bitte vor Beginn der Wanderung nach den konkreten Öffnungszeiten. Alle anderen, die weiterlaufen möchten, folgen mir jetzt bitte nach links. Leider müssen wir bis zum Leubsdorfer Bahnhof ein kleines Stück Straße in Kauf nehmen, aber nachdem wir die ehemalige Ladestraße hinter uns gelassen haben, finden wir diesen kleinen Pfad, der uns auf die Zufahrt zur Schlossmühle führt. Freunde der Technik und Eisenbahn sollten hier in der Schlossmühle ganz besonders aufpassen. Hier befand sich bis in die 50er Jahre eine Holzschleiferei für die Papierfabrik in Grünhainichen. Der Name sagt es ja. Das entrindete Holz wurde hier zu Holzschliff, eine Art festen Brei, verarbeitet und zu Bündeln gepresst zurück nach Grünhainichen transportiert. Dieser Holzschliff war unter anderem die Grundlage der Papierherstellung. Bis in die 80er Jahre führte sogar eine Kleinbahn mit 750 mm Spurweite des VEP Papierfabriken hierher. Wer ganz genau aufpasst, der kann sogar noch Teile der Gleise und sogar einer Weiche sehen. Der Clou jedoch, weil der Bogen selbst für so eine kleine Bahn zu steil war, befand sich hier eine kleine Drehscheibe. Jeder Wagen wurde einzeln darauf gefahren und gedreht. Nachdem die Holzschleiferei ihren Dienst aufgegeben hatte, wurden die Gebäude weiter genutzt. Der VEB Plasta produzierte Schläuche, Badematten sowie diverse Ausrüstungsteile für den allseits bekannten Pkw Trabant. Doch nun genug der Geschichte. Weiter führt unser Weg zunächst auf der früheren Kleinbahntrasse. Im Winter ist der Weg auch sehr schön und angenehm, nur müsst ihr hier ein wenig vorsichtig sein. Der Überlauf des Mühlgrabens ist dann mitunter zu einer regelrechten Eisbahn gefroren und es kann gefährlich glatt werden. Aber jetzt im Sommer natürlich kein Thema. Fällt euch etwas auf? Nein? Wer genau hinschaut, der kann erkennen, dass bis vor wenigen Jahren hier tatsächlich eine Brücke war. Zuallererst für diese erwähnte Feldbahn, aber auch für Fußgänger und Radfahrer war sie nutzbar. Jetzt wenden wir uns jedoch nach links über diese kleine Brücke am Wehr. Dort führt tatsächlich unser Weg entlang.
Nach einem sehr kurzweiligen Abschnitt erkennen wir bereits die Priemsmühle, doch hier ein kurzer Stopp. Jetzt ist Zeit für eine weitere wirklich bemerkenswerte und zugleich merkwürdige Geschichte. Oberhalb der Gleise unserer Flöatalbahn an einem Felsen im Wald befindet sich das Arbeitslosendenkmal. Früher sind wir links diesem Weg gefolgt, haben die Gleise am damals noch vorhandenen Bahnübergang überquert. Hier auf dem alten Bild ist der Übergang sehr gut zu sehen und nach wenigen Metern das Denkmal am Felsen erreicht. Ich möchte euch aber dringend davor warnen, diesen Weg noch zu benutzen. Der Übergang existiert längst nicht mehr, die Gleise liegen hier im Bogen und die Erzgebirgsbahn fährt 80 km/h. Deshalb, wer neugierig ist, der läuft bitte bis direkt zur Priemsmühle. Hier finden wir diesen Durchlass, den sich der Fußweg mit einem kleinen Bach teilt. Auf der anderen Seite finden wir für alle Freunde von Lost Places die Überreste des ehemaligen Bahnwärterhauses. Hier auf diesem Bild aus dem Jahr 1875 ist es noch sehr gut zu sehen. Und ich denke, spätestens hier ist es Zeit, euch zu erzählen, was es denn mit dem gesuchten Denkmal auf sich hat und was daran so merkwürdig ist. Die Menschen nahmen früher wesentlich längere Wege zur Arbeit auf sich und das oft zu Fuß. So wird erzählt, ein Mann aus Galenz soll jeden Tag auf seinem 10 Kilometer langen Arbeitsweg in die Papierfabrik Grünhainichen hier vorbeigekommen sein. An diesen Felsen habe er dann immer Rast gemacht. Die Weltwirtschaftskrise im letzten Jahrhundert holte leider auch unsere Region und diesen Mann ein. Auch er wurde arbeitslos. Weil er aber mit seiner freien Zeit nichts anzufangen wusste, YouTube gab es damals ja natürlich noch nicht, hätte er getan, was er immer getan hat. Er ist weiterhin jeden Tag seinen gewohnten Weg gelaufen. Hier an seinem Rastplatz hat er dann begonnen, mit Hammer und Meißel ein Denkmal in den Fels zu hauen. Bei den Spaziergängen in meiner Kindheit war dieses Denkmal immer ein besonders motivierendes Ziel. Auch später als Jugendlicher war ich noch oft hier. Und jetzt beginnt das Merkwürdige an dieser Geschichte. Es wird erzählt, zu Beginn der 90er Jahre wäre dieses Denkmal aus dem Stein geschnitten und abtransportiert worden. Die Geschichte klingt eigentlich absurd. Deshalb habe ich mich auf die Suche begeben und ich muss euch sagen, ich bin mehrere Tage, jeweils stundenlang über diese Gemsenpfade, dabei gibt's im Erzgebirge nicht mal Gemsen, und Felsen gekraxelt. Es ist wirklich nichts mehr zu finden. Ich habe mich überall erkundigt. Was soll ich euch sagen? Keiner konnte mir etwas über den Verbleib des Denkmals sagen. Aber ich habe dafür Leute gefunden, denen ging es auch so wie mir. Sie haben ergebnislos gesucht. Falls jemand von euch, liebe Zuschauer, etwas davon weiß, der schreibt es mir bitte unten in die Kommentare. Es würde mich sehr interessieren. Alle anderen können auch gern schreiben, was sie von dieser merkwürdigen Geschichte halten. Und da es gemein wäre, eure Neugier jetzt geweckt zu haben, beziehungsweise alle, die sich diese Kraxelei nicht antun können oder wollen, noch einen Tipp. Ich möchte euch ja nicht enttäuschen. In Leubsdorf am zentralen Walter-Rochhausen-Platz wurde im Jahr 1984 eine Kopie des Denkmals errichtet und ihr könnt es in aller Ruhe besichtigen, ohne Unmengen Schweiß vergießen zu müssen. Wenn ihr euch die Ruine des Bahnwärterhauses angeschaut habt, gehen wir den Durchlass zurück zur Priemsmühle, denn es ist Zeit für ein Picknick. Wir haben nämlich die Hälfte des Weges geschafft. Gestärkt solltet ihr euch hier noch ein wenig umschauen. Vielleicht ist es schon beim Essen dem einen oder anderen etwas an diesem Rastplatz aufgefallen. Genau, es ist die merkwürdige Lage dieses Platzes. Schauen wir es uns genauer an, dann finden wir noch Mauerreste. Hier stand tatsächlich bis 1895 ein Bauerngut. Es ist einem Brand zum Opfer gefallen. Wechseln wir die Flussseite und werfen noch einen Blick zurück, sowohl auf die Priemsmühle als auch auf die Vergangenheit. Auf dieser Seite der Flöa finden wir den Flöatalweg inklusive Radweg. Für unsere Freunde der Technik und Geschichte finden wir auch hier einiges Interessantes. Haltet erneut die Augen offen, denn wir sind zurück auf der Trasse der Lornbahn der Papierfabrik, von der wir bereits in der Schlossmühle gesprochen haben.
Diese entstand ab 1893 als Pferdebahn. 1919 wurde dann die erste Lokomotive angeschafft. Man sollte bei dieser Jahreszahl eigentlich sofort an eine Dampflok denken. Dem war aber nicht so. Es war eine Lok mit Benzolfeuerung. Nach und nach wurden dann Dieselloks angeschafft und ab 1950 wurden Zugtiere überflüssig. Die Bahnanlage dafür immer umfangreicher. Hier zum Beispiel war sogar ein kleiner Kreuzungsbahnhof mit Überholgleis sowie einem Abzweig. Denn links ging es den Berg hoch. Dort hinauf wurden die mit Asche beladenen Loren gefahren. Wenn man dieser Trasse folgt, dann findet man sogar noch die Reste einer Brücke. Ihr fragt euch jetzt, warum hat man die Asche dahin gefahren? Wer genau hinschaut, der sieht es noch immer am Berg. Die Asche wurde hier verkippt. So sah das Ganze damals praktisch aus. Nicht unbedingt ein Arbeitsplatz, welcher der Gesundheit förderlich war. Da die Asche oft noch sehr heiß war, kam es öfteren zu Schwelbränden auf der Halde. Zum Löschen hat ein kleiner Teich hier oben existiert. Ich wollte mich dort oben auf dem alten Ascheberg ein wenig umschauen, ob noch etwas zu finden ist. Aber ihr seht es. Zu dieser Jahreszeit hat man keine Chance mehr, durchs Gestrüpp zu kommen. Jedenfalls nicht mit kurzen Hosen. Neben der Asche und dem bereits erwähnten Holzschliff transportierte die Lorenbahn hier unten auch noch die geschälten Baumstämme sowie die alte, überflüssige Rinde. Letztere wurde ebenfalls verkippt, um hier zu verrotten. Und noch etwas finden wir zurückgekehrt auf dem Flöatalweg. Diese Betonrollen. Sie wurden dereinst in der Papierfabrik benutzt. Sie waren auf Wellen aufgesteckt und zerdrückten die Baumstämme zu dem mehrfach erwähnten Holzschliff. Doch genug der Geschichte, laufen wir weiter. Denn in der Höllmühle warten ja noch alle anderen Wanderfreunde auf uns, die sich für den kürzeren Weg entschieden haben. Leider müssen wir ab der Gaststätte noch einige 100 Meter Straße in Kauf nehmen. Aber keine Sorge, es ist nicht weit und wir sehen die alte Baumwollspinnerei und heutige Lama-Farm und können wieder nach rechts abbiegen. Mit ein wenig Glück seht ihr sogar vierbeinige Kamele. Doch aufgepasst, wenn man auf die Tiere zu sehr fixiert ist, übersieht man leicht diesen schmalen Weg auf der Seite hinter dem Gebäude. Denn das ist unser Flöatalweg. Bald erreichen wir eine kleine Bungalow-Siedlung. Und auch hier gibt es für die Freunde der Historie erneut etwas zu entdecken. Ihr fragt euch jetzt, was an Bungalows historisch sein soll. Seht ihr den Türsturz des gelben Bungalows? Ein Bungalow im Jahr 1824 errichtet. Damals hatten die Menschen ganz bestimmt nicht den Sinn und die Zeit für Sommerfrische. Das Rätsel löst sich jedoch ganz leicht. Hier stand dereinst die Lohmühle. Besonders ist sie, weil sie zu den ältesten Gebäuden der Region bei Schellenberg zählt. 1551 wurde sie zum ersten Mal im Bestandsbuch des Amtes Augustusburg erwähnt. Doch was ist Lohe oder eine Lohmühle überhaupt? Weiß es jemand von euch? Früher hat man aus der Lohe, so nannte man die Rinde der Fichten, ein zum Gerben benötigtes Substrat gewonnen. Heimatgeschichtlich interessant, nach überlieferten Erzählungen soll sogar Karl Stülpner, der Rebell und Volksheld, der Robin Hood unseres Erzgebirges hier gewesen sein. Wer den Film über unser kleines Erzgebirge gesehen hat, der kennt ihn ja bereits. Unsere Lohmühle hatte zudem ein sehr, sehr bewegtes Schicksal. Leider reicht wieder einmal der Platz nicht für alles. Nur so viel
Gegen 1880 wurde hier sogar eine Gaststätte eingerichtet und über viele Jahre betrieben. Dennoch, das Leben hier war hart. Erst 1948 bekamen die Bewohner Zugang zum Stromnetz. Bis dahin wurden die Lampen noch mit Petroleum betrieben. 1974/75 wurde dann begonnen, Bungalows um die Mühle herum zu errichten. Diese Fotos stammen aus dem Beginn der 80er Jahre, kurz vor dem Abriss. Und schön zu sehen, dass dieser Türsturz sogar erneut Verwendung gefunden hat und für uns erhalten geblieben ist. Kurz vor Ende dieser Bungalow-Siedlung teilt sich unser Weg noch einmal. Es führen zwar beide zurück nach Hohenfichte, den rechten finde ich persönlich viel angenehmer, denn wir bleiben mehr oder weniger am Fluss. So können wir locker und entspannt bummeln. Aufpassen sollten wir allerdings ein wenig auf Radfahrer. Hier verläuft ja gleichzeitig der Radweg. Wer genau hinschaut, der wird auch einen Durchgang direkt an die Flöha finden. Ich finde es immer wieder schön, wenn ich mich zum Abschluss hierher setzen und ein wenig die Seele baumeln lassen kann. Weitergelaufen dauert es nicht mehr lange, bis wir den Ortsrand von Hohenfichte erreichen. Der offizielle Rad- und Wanderweg führt natürlich oben an der Straße entlang. Es existiert jedoch auch ein gut begehbarer Trampelpfad über das Feld. Ich selbst laufe hier schon seit vielen, vielen Jahren immer wieder aufs Neue. Ich habe es nur einmal erlebt, dass dieser Pfad nicht begehbar gewesen ist. Also entscheidet bitte selbst, wo ihr zurückgehen möchtet. Ihr seht es bereits, wir erreichen erneut unsere wunderschöne historische Holzbrücke in Hohenfichte und damit das Ende unserer heutigen Rundwanderung. Die Tour ist ganz leicht und einfach zu finden. Verlaufen ist eigentlich unmöglich. Wer dennoch ganz sicher gehen möchte, kann gerne die Links von Komoot bzw. Autor aktiv benutzen, die ich euch unten in die Beschreibung des Videos stelle. Ich hoffe, ihr hattet an unserem zwar unbekannten, dennoch schönen Flöhatal eure Freude. Wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben oder einen positiven Kommentar sehr freuen. Ansonsten, wer es noch nicht getan hat, abonniert bitte meinen Kanal, selbstverständlich kostenlos. Denn bald geht's hier weiter mit schönen Wanderungen, mit unserer Pilgerreise nach Rom und vielem anderen. Ich freue mich auf euch und bis bald. Ciao!